Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, heute bei unserem Format Sinn des Lebens. Ich habe heute ein ganz tolles Unternehmerpärchen hier, die Simone und der Josua Coburg. Die haben nämlich eine App entwickelt, über jahrelange Entwicklung, um die Persönlichkeit nochmal in sich besser zu verstehen, Analysen zu machen, aber auch seine eigenen Potenziale besser zu erkennen. Und wenn vielleicht das ein oder andere Lebensthema mal auf der Bühne erscheint, wie man mit dem eher in Leichtigkeit und mit mehr Stabilität umgehen kann und nicht gleich ins Drama verfällt. Ja, und das sind so die Themen, über die wir heute sprechen wollen. Darüber freue ich mich sehr. Hallo, ihr beiden. Hallo, grüß dich. Schön, dass ihr da seid. Ja. Also ihr habt diese wunderbare App entwickelt, mit der man über die Stimme analysieren kann, was man für ein Typ ist. Ja, und das wäre jetzt so die oberflächliche Betrachtung, ja, wo man sagt, da kann man auch mal im Unternehmen so ein bisschen gucken, passen die Mitarbeiter zusammen oder passt der in mein Unternehmen rein? Wir hatten ja auch schon mal im Interview schön gehört bei dir, dass du eine Zeit hattest, wo du einfach intuitiv Mitarbeiter ausgewählt hast. Das hat sehr viel Zeit und Geld gekostet und dann auf einmal durch diese Stimmanalyse dann einfach ein sehr tolles Team entstanden ist, was eben sein Potenzial nutzen konnte. Ja. Und heute interessiert mich die App in der Analyse, weil ihr sagt ja auch, man bekommt so eine richtige Tiefenanalyse auch. Ja? Genau. Und was bekommt dann der App-Nutzer als Präsent sozusagen? Also er bekommt nach der Analyse eine mehrseitige, also das kann bis zu 40 Seiten, je nachdem, was das Stimmbild eben hervorgibt, eine Analyse über sein Selbst. Also was sind seine Stärken, was sind seine Schwächen, was sind seine Potenziale, inwieweit lebt er seine Potenziale, inwieweit ist er verstimmt. Auf welcher Ebene ist er verstimmt? Auch das kann man relativ konkret sagen. Und er kriegt auch erste Schritte. Mhm. Und das Interessante dabei ist, also wir haben, wie gesagt, das ist relativ umfangreich natürlich, ne, weil es geht sehr, sehr in die Tiefe. Aber wir haben auch im Vorfeld so eine Art SWOT-Analyse integriert, wo man tatsächlich genau sehen kann, eben Stärken, Schwächen, Risiken, auch berufliche Chancen. Und alleine das ist für viele User schon mal extrem wertvoll, weil wenn ich plötzlich sehen kann, als Beispiel, ich habe 3 oder 4 Mal in meiner Persönlichkeit den Faktor Kommunikation, dann ist ja klar, dass ich das irgendwie auch in meinem privaten Umfeld, in meinem beruflichen Umfeld einsetzen könnte als Stärke. Ne? Genauso gibt es aber auch Menschentypen, die jetzt nicht so stark in der Kommunikation sind, die aber vielleicht versuchen, Moderator zu werden oder Redner, ne? Weil sie irgendwann mal gesehen haben, das könnte ein Beruf mit Spaßfaktor sein. Und die entwickeln sich dann aber in eine Richtung, die ihnen gar nicht wirklich zusagt von der Persönlichkeit. Ne? Und so kann ich also gerade auch bei jungen Menschen schon im Vorfeld mal schauen, was wäre denn ein geeignetes Berufsfeld. Das ist ein Riesenthema bei ganz vielen unserer Kunden. Ja. Oder auch bei Erwachsenen. Also ich sag mal so Midlife-Crisis. Ne? Simone hat es in einem Interview auch erzählt, dass die dann so mit Mitte 40 häufig einen kompletten Switch machen. Ne? Weil sie eben Jahre oder Jahrzehnte lang etwas gelebt haben, was gar nicht ihrer Persönlichkeit entspricht. Ne? Und da ist die Voice-Analyse eine phänomenale Möglichkeit zu sagen, wo sind denn meine Stärken und danach richte ich mich aus. Ja, gerade in der heutigen Zeit höre ich immer wieder, dass immer mehr Jugendliche und junge Menschen völlig orientierungslos sind. Ich meine, wahrscheinlich, weil das alte Berufsbild langsam bröckelt und das Neue noch nicht greifbar ist und dann versteht man noch nicht so ganz, wo jetzt überhaupt noch hin. Naja, und unser Schulsystem ja auch, also das in Deutschland zumindest, ich weiß nicht, wie das hier in der Schweiz ist, aber das ist ja jetzt nicht so angepasst den ganzen Umstrukturierungen, wie schnell die Zeit eben geht. Und ich hatte mal ein interessantes Gespräch mit einem Hochschulprofessor, der gesagt hat, vor 20 Jahren haben in einer Abiturientenklasse 80% der Abiturienten gewusst, was sie machen wollen und 20% nicht. Und jetzt nach 20 Jahren hat sich das genau gedreht. Also weniger wie 20% der Schüler, der Abschlussschüler wissen jetzt, wo es hingeht. Und die habe ich oft in der Berufseignungsanalyse. Das ist auch eine Sparte von Voice, die wir wunderbar abdecken. Die habe ich in der Berufseignungsanalyse, weil die in diesem Meer der Möglichkeiten überhaupt nicht wissen, wo sie sich finden. Und in einem Alter, wenn ich die Jahr 7. Lehre damit reinnehme, wo die das überhaupt auch gar noch nicht fassen können, müssen die sich jetzt für was entscheiden. Das sind Lebensentscheidungen, die sie noch gar nicht treffen können.
mitnehmen. Und dann kann ich am Stimmbild schon sagen, du pass mal auf, du bist ein sehr fühliger Ton, du bist ein sehr kreativer Ton, du bist ein sehr menschenorientierter Ton, du brauchst den Austausch mit Menschen oder du wärst ein guter Therapeut, weil du was sehr Soziales hast. Es gibt Töne, die sind absolut sozial. Da wäre jetzt so das BWL-Studium nix. Also die gehen dann ganz oft raus und sagen, jetzt ist mir einiges klar. Was ich vielleicht schon immer ein bisschen geahnt habe, gar nicht greifen konnte, das steht jetzt hier schwarz auf weiß. Und da können sie ganz viel von den Möglichkeiten einfach wegstreichen. Ich habe mal einen jungen Schüler gehabt mit 14 Jahren, der wollte unbedingt Schornsteinfeger werden. Er wusste überhaupt nicht warum. Und die Eltern haben gesagt, also Schornsteinfeger, das geht doch gar nicht und du musst doch studieren und Gott weiß was. Und er ist nachher mit seiner Berufseignungsanalyse hingegangen und hat gesagt, und jetzt mache ich zumindest ein Praktikum. Und er ist mittlerweile ausgelernt, er ist Schornsteinfeger, aber dem hat es so zu dem Mut zu sagen, und ich setze mich jetzt da durch. Okay, Ja. aber man hat jetzt in der Analyse, welcher Berufszweig, welches Potenzial wäre das jetzt gewesen? Wo würdest du das zuordnen? Der war damals, glaube ich, Basiston D. Großes Verantwortungsgefühl, arbeitet gern im Team, ist ein Kommunikator, ist absolut praktisch veranlagt. Also der geht schnell ins Handeln, der will auch was tun und der braucht auch immer so Leute um sich rum, die ihn mitnehmen. Also den jetzt allein irgendwo hinzusetzen und zu sagen, du studierst jetzt in deinem Kämmerchen, das hätte er auch nicht geschafft. Ich kann ja mal so eine SWOT-Analyse mal zeigen. Also das ist, wie gesagt, ein Ausschnitt. Ich halte das mal so in die Kamera, vielleicht kann man das gut sehen. Ja. Da sieht man eigentlich wie eine Zusammenfassung. Versuch's mal noch gerader zu halten. Okay. Ja, Gerade. Genau. So. ich glaube, ja. Ja, da sieht man einfach so eine Zusammenfassung. Jetzt, das ist insgesamt auch eine 40-seitige Analyse, aber hier habe ich auf einer Seite quasi einen kompletten Überblick. Ne? Und wenn man sich zum Beispiel bei den Schwächen jetzt anschaut, das hier ist ein sehr, sehr starker Ton eigentlich, auch ein Führungston, aber eine große Schwäche, weil jede Medaille hat zwei Seiten, bei beruflicher Unterforderung, Neigung zu Gemütlichkeit. Ne? Also das heißt, wenn ich sowas lese und das auch weiß, dann erkenne ich mich sofort da drin. Das Problem ist, dass viele Kunden das aber erst erkennen, wenn sie das hier lesen. Also sie könnten das, also das ist auch immer wieder das Feedback, das wir kriegen, die könnten das so nicht ausdrücken. Ne? Aber in dem Moment, wo ich das sehe, sage ich, ja, das ist ja wirklich spannend. Das ist aber wirklich ein Problem, das ich habe. Ja, und plötzlich fängt ein Erkenntnisprozess an und ich arbeite dann mit so einer Auswertung über Wochen, Monate hinweg. Ja. Also jetzt gerade, wenn ich nochmal auf unser Bildungssystem zurückgreife, wir arbeiten dort sehr stark damit, die Schwächen den Kindern aufzuzeigen und wenig auf die Stärken einzugehen. Und wenn ich mir so vorstelle, die Kinder kommen aus diesem Schulsystem raus und wer jetzt nicht mit einem Einser durchgefahren ist, hat jetzt mal erstmal so diesen Tenor, Genau. bist nix wert, kannst nix. Also das sind ja so die Programme, die da runtergespult werden. Und da mal dann zu erkennen, wow, was habe ich eigentlich alles für Stärken? Ja, und dann, es kommen ja in der SWOT-Analyse, also die kommen die Stärken ganz klar raus. Wir fokussieren uns nämlich auf die Stärken und es kommen konkrete Berufsbilder raus. Also da kommt so ein junger Mensch, der liest dann zwischen 5 und 15 konkrete Bilder, wofür er geeignet wäre. Und die kann er für sich ja noch abwandeln. Wo kriegt er denn das? Und ich kann das vielleicht auch nochmal zeigen. Also da sieht man mal so ein Stimmbild, ne? Einfach mal so einen kurzen Blick drauf zu werfen. Ja. Und das Interessante ist, dass ja jeder Ton Eigenschaften hat. Jetzt ist natürlich der in der Mitte, mein Basiston ist der stärkste, aber jeder Nebenton hat eine Auswirkung wiederum, wie lebe ich meinen Basiston. Und ich möchte mal ein Beispiel geben, wenn ich jetzt einen Menschen habe, also ob der jetzt 15 oder 45 ist. Darf ich nur mal kurz für die Zuschauer und für mich noch mal klarstellen, Gerne. was wir hier genau sehen? Genau. Wir haben jetzt hier die Pyramide und unterschiedliche Farben von Tönen. Und ihr unterbrecht mich, wenn ich es falsch, aber jede Farbe hat eben eine Eigenschaft. Also gelb oder grün. Dutzende Eigenschaften. Genau. Und jetzt sehe ich, dass ich da nicht ausgefüllte Balken habe. Genau. Und das sind deine nicht gelebten Potenzialien. Genau. Ja, genau. Und die mittlere lebst du aber schon ganz gut. Die lebt ja schon ganz gut, genau. Und die Orange ein bisschen drüber hinaus, so minimal? Genau, das ist jetzt auch nicht mein Stimmbild, das ist einfach nur ein ist von jemand anders, okay. Genau, Ja. ne? Aber grundsätzlich genau seinen Basiston lebt er sehr gut, ne? Aber man sieht dann schon, wo es schwächer wird. Da sehe ich jetzt zum Beispiel das C, das ist jetzt für mich, oder das Cis und E,
Kannst du kurz dazu was sagen? Also zum Beispiel das C, das ist ein sehr offenherziger Ton, ein sehr naturverbundener Ton und das lebt er gar nicht. Wahrscheinlich, weil er seinen Basiston völlig übersteigert lebt, weil er zu fokussiert auf irgendeine Sache ist. Und im Idealfall hat er von allen Tönen was. Wenn auf der Gitarre eine Saite anschlage, klingen ja auch alle 12 Töne. Genau. Ja? Und das ist das Ideal. Also die ideale Pyramide wäre, die dunklen Farben an den grauen Rand zu bringen. Okay. Ja. Ja. Und dann schöpfe ich aus meinem vollen Potenzial. Natürlich bin ich als G nicht so naturverbunden wie das C, der grüne Ton. Aber ich nehme die Natur, um dabei der Natur mal zu bleiben, um mich zu erden. Das ist nämlich die Aufgabe auch vom G, von dem Hauptton. Okay. Na, und vielleicht, um so ein Beispiel nochmal zu nehmen, wenn ich sage, ich habe so eine Pyramide und die ersten 3 oder 4 Töne als Beispiel wären alles Töne, die einen hohen Anteil an Kreativität haben. Ne? Und ich hätte jetzt aber einen Menschen, der vielleicht, weil er die Firma vom Vater übernehmen sollte, hat er BWL studiert, er hat die Firma übernommen, es gibt Sicherheit natürlich finanziell, wie auch immer, aber er ist eigentlich nicht glücklich, weil er müsste Künstler sein mit seiner Stimme. Das weiß der auch. Also tief in sich drin weiß er das, aber er kann es nicht formulieren. Sobald der so eine Analyse in der Hand hält, und es ist völlig egal, ob der 30, 40 oder 60 Jahre alt ist, der sagt, Alter, das gibt's ja nicht. Ich fühle mich auch so, aber jetzt sagt mir das jemand, der mich gar nicht kennt, weil die App ist ja, genau, die App ist ja noch nicht mal eine Person. Verstehst du? Also er könnte natürlich danach noch einen Zoom-Termin ausmachen und sich das bestätigen lassen. Aber erstmal ist es so, dass er das liest und er weiß, dass sein Gefühl richtig ist. Irgendwas passt nicht. Ja? Und er kann danach anfangen, sich dann auszurichten und seine Stärken nach vorne zu fahren. Ja, ich denke, das Wichtige, was auch nochmal wichtig zu sagen ist, in dem Moment, wo ich halt mein Herz verrate jeden Tag, Genau. gehe ich ja Missbrauch an meinem Körper. Voll. Also ich werde ja krank, kriege Herzinfarkt, Genau. Arthrose, Hüftprobleme. Also Und ich kann den Körper nicht Bluthochdruck. übergehen. Ja. Gewiss eine Zeit lang und gewiss kann man das kompensieren, aber es holt dich ein. Also das bedeutet hier einfach nochmal eine schöne Unterstützung. Mache ich diese Analyse einmal, möglichst dann, wenn wir hatten schon mal gut geschlafen habe, ausreichend getrunken habe und in einer stabileren Phase bin. Ja? Genau. Aber das Leben ändert sich ja immer. Und man hat es ja manchmal auch Tage, weiß ich meine, wir Frauen kennen das sowieso. Ich meine, da Absolut. kann sich von heute auf morgen einiges hormonell natürlich auch nochmal psychisch ändern. Da geht's mir an einem Tag so, als ob ich am liebsten nur im Bett bleiben würde und am nächsten Tag. Aber Die Stimme stimmt immer. Also das ist einfach, die Stimme stimmt immer. Die super. bringt dir Ja, auch das ist immer auch den mal jetzt Status ein wichtiger quo Punkt. hier an. Ja. Ja. Natürlich, wenn ich meinen Basiston noch nicht kenne und sage, ich möchte jetzt damit arbeiten, ich möchte jetzt da eine saubere Analyse haben, werde ich alles dafür tun, das dann zu machen, wenn ich stabil bin, wenn es mir gut geht, um dann auch das Ergebnis zu haben, mit dem ich arbeiten kann. Aber natürlich, also Ja, wenn ich jetzt aber auch in einer Lebenslage bin, wo es mir nicht gut geht, aber ich muss jetzt endlich wissen, was los ist, genau, kann ich es trotzdem kannst du es nutzen. trotzdem tun. Ja, Ja. wir haben auch ein Tool eingebaut, dass wenn jetzt also was ganz verstimmt ist und wir sagen, Moment mal, wir müssen da noch mal drauf gucken, würden wir uns melden. Aber ich denke, wir haben bis zu 90% aller Möglichkeiten haben wir dass der eine saubere Analyse bekommt. Okay. Und das Spannende ist eigentlich, also ich brauche es also im Idealfall wirklich nur ein einziges Mal machen, die Analyse, weil dann habe ich mein Stimmbild und natürlich, ich sehe dann vielleicht, dass ich nicht alle meine Potenziale lebe, aber die würde ich dann automatisch hochfahren, wenn ich mit meinem Basiston arbeite, wenn ich therapeutische Maßnahmen ergreife, dann könnte ich es zur Kontrolle nach einem Jahr nochmal machen, die Analyse, ne, das wäre auch möglich, aber grundsätzlich reicht es eigentlich ein einziges Mal, um mein Stimmbild, wie die Simone sagt, die Stimme stimmt immer, das wird ein einziges Mal definiert und dann weiß ich auch, was bin ich für ein Charakter. Ja? Wisst ihr, was mir gerade einfällt, wo man es auch super anwenden kann? Wenn wir Menschen haben, wir haben jetzt die Jungen gehabt, wir haben die im Berufsleben gehabt, aber jetzt kommt ja dieser Lebensabschnitt, wo du in die Rente kommst. Ja, wo dein Berufsleben vorbei ist. Und habt ihr damit Erfahrungen mit den Menschen, die sagen, so jetzt stehe ich eigentlich vorm Nichts.
muss mich zwangsläufig mit meinem Partner auf Dauer auseinandersetzen. Natürlich. Ist ja für viele auch eine Herausforderung. Und natürlich eine Generation da in Rente jetzt geht, die noch eine völlig andere Prägung hinter sich hat, wie wir jetzt oder unsere Kinder schon wieder. Die sind ja im Geist auch schon viel, viel freier und mutiger und selbstbestimmter als die Generation Ja, wie kann jetzt ein Rentner jetzt das nutzen, dass er sagt, ich muss noch mal irgendwie Kreativität ausleben und dann Absolut. kommt irgendwie Schreiner als Beruf und dann macht er Absolut. sich einfach mit 60 seine kleine Schreinerecke und Genau, ich habe einige Beispiele. Also ich habe zum Beispiel einen Unternehmer gehabt, dem es davor gegraut hat, also sein Unternehmen jetzt an die nächste Generation weiterzugeben, der aber gewusst hat, ich muss das tun. Also ich muss das jetzt loslassen, sonst hat durch den Jungen keinen Gefallen, dem Unternehmen keinen Gefallen und mir letztendlich auch keinen. Aber was bitte mache ich denn da? Ich war ein Leben lang Unternehmer. Und wir haben das Stimmbild angeguckt und er war, wie Josua, hat er einen Basiston G gehabt, also einen Führungston, einen Kommunikator. Den kannst du jetzt nicht zu Hause einsperren, kannst sagen, mach in den Garten. Wenn der ein Leben nicht in den Garten gemacht hat und auch keine Liebe dazu hat. Aber über den Laufen und über den Analysieren seiner Pyramide kam ihm, und das passiert sehr häufig, das Überreden, dann die Ideen kommen, sagt er, ich könnte doch ein Unternehmer-Angel werden, ich könnte doch Mentor werden. Und der hat plötzlich eine Perspektive gehabt und der ist rausgegangen, der hat mich dann angerufen und hat gesagt, du, ich war bei der IHK und jetzt dann haben sie einen Stammtisch von alten Unternehmern gegründet und ist die Idee und die Jungen waren heilfroh, dass der weg war. Ja. Also, dass der wieder sein eigenes Ding gemacht hat. Oder ich hatte zum Beispiel eine Frau, mit Ende 60 schon, die zu mir kam, total bezaubernd, die gesagt hat, meine Kinder sind jetzt groß und ich merke, ich neige dazu, jetzt so zur Glucke zu werden, mich in die Erziehung derer Kinder schon wieder einzumischen. Wir haben eine Stimmanalyse gemacht und da war ein Fis, also ein sehr kreativer Ton, nicht als Hauptton, aber sehr in der Nähe. Und dann habe ich gesagt, ja, wie sieht's denn mit ihrer Kreativität aus? Und dann sagt sie, ja, Kreativität, also sie wollte als junge Frau eigentlich immer singen. Und da war aber keine Zeit und kein Raum dazu. Und dann hat die sich im Chor angemeldet. Ja, und dann hat die mir ein halbes Jahr später geschrieben, hat sie gesagt, ich habe mir jetzt eine Staffelei gekauft. Sie fängt jetzt das Malen an. Und das auch nicht mehr als Belastung, oh Gott, ich bin jetzt zu Hause und übrig und keiner will mich mehr, sondern hey, ich kann jetzt meine Kreativität leben, die ich ja ganzes Leben lang überhaupt gar nicht gesehen habe. Also das ist ganz spannend. toll. Ja. Ganz toll, also ganz tolle Geschichten. Schön. Ja, Josua, was hast du uns noch hier mitgebracht? Genau, ich würde trotzdem vielleicht die Frage falsches von... Bild. Oh, Moment, muss ich nochmal zurück. Weil du vorhin die Frage gestellt hast, ob sich das Stimmbild denn auch verändern kann. Ne? Ah ja, das ist eine gute weil Idee. das wäre trotzdem, also das ist jetzt mein Stimmbild, ne? Vielleicht für die Zuschauer, das ist ganz interessant, dass du mal kurz erklärst, Simone. Genau, Also 3 verschiedene jetzt. Genau, Gell? oben links im Bild siehst du ein Stimmbild von Josua, wie es normalerweise ist. Also er ist G, dieser orange-rote Ton in der Mitte und eine relativ gleichmäßige Pyramide. Eine Abstufung, also er ist auch so menschlich jemand, der immer gut gestimmt ist. Links die 2 Töne, diese violetten Töne, die können Verstimmungen anzeigen. Das sieht man ein bisschen an temporären Stress. Ja. Okay, die linken Töne sind Verstimmungen. Ja. Also wenn jemand aus seiner Mitte gerissen ist im Leben sozusagen. Die sind aber dann noch relativ entspannt. Ne? Gut aus. Aber halt zum Beispiel zu viel arbeiten, wenig Bewegung. Ne? Genau, also rechts das ist bei der mir Ton, immer ein Thema. das Ne? Haar, Genau. rechts der Ton da, Dann ein dieses bisschen mehr in den Haar. Wald gehen, sehe Genau, Genau. der So weit will ich zeigt jetzt auch schon. zu viel an Energie an, der olivfarbene, also zu wenig Sport, ne? Also viel Arbeit, wenig Sport. Also bei Leistungssportlern steigt zum Beispiel das Haar, ganz rechts der Ton, enorm nach oben, wenn die in einer Verletzungspause zu Hause sind. Vielleicht kennst du das, wenn ein Jogger oder ein Läufer plötzlich 6 Wochen mit Kreuzbandriss zu Hause ist. Fingerdepression. Die Frau sagt, bitte nimm mir den von der Couch. Der fehlt ja sein Serotonin. Genau. Und da steigt das Haar in die Höhe. Das war da schon ein bisschen höher, weil er wenig Bewegung hatte, wenig Ausgleich. Das zweite Bild könnte man jetzt meinen, das ist von einer völlig anderen Person, das ist auch der User.
nach 4 schweren Notoperationen, die er 2015 hatte, wo er über Phasen mehr dem Tod näher war als dem Leben, also in einer sehr kritischen, du hast vorhin gesagt, das Leben bringt ja Dinge auf die Bühne, die wir auch nicht immer wollen. Da habe ich kurz nach seinem Krankenhausaufenthalt eine Analyse gemacht, weil ich jetzt gesagt habe, ich will das jetzt einfach mal sehen, was da passiert. Er war weder in seinem Ton, er war weder nur annähernd in seinem System. Also auch 90 Antibiotika-Infusionen, also die natürlich körperlich wirken. Ne? Also, auf die Darmflora, alles. Genau, also und du siehst, wenn du die beiden oberen Stimmbilder anguckst, siehst du, wie das System chaotisiert ist. Da ist nichts mehr am richtigen Platz. Ja. Die 2 lila Töne extrem. Also aber dann weißt du ja schon mal als Analyse-Expertin, wenn links so ausschlägt, kann es in der Mitte nicht stimmen. Genau. Dann müsste man aber definitiv nochmal Neues erstellen irgendwann, wenn die Trauma sich reguliert haben. Genau, da würdet ihr euch dann aber auch melden bei einem Kunden und sagen, also da schauen wir nochmal. Du pass mal auf. Ja. Genau. Okay. Und da siehst du das, also er war überhaupt nicht bei seinem Ton, er war überhaupt nicht in seiner Kraft, er war extrem gestresst. Das war 4 Wochen nach der letzten Operation, glaube ich. Und man muss dazu sagen, vielleicht, bevor du das 3. Stimmbild erklärst, also mir sollte das Bein abgenommen werden, also wegen dieser Blutvergiftung. Dann fast 10 Tage multiples Organversagen, immer wieder kurz davor. Also die haben eigentlich zu mir gesagt, dass ich jetzt 1 Jahr lang nicht arbeiten werde, dass ich auch nie wieder Fahrrad fahren kann, also mit Krücken laufen in den nächsten 5-6 Monaten, Rollstuhl und so weiter. Ich habe aber natürlich schon während der Not-OPs jeden Tag mit dem Ton gearbeitet. Ne? Also wir haben mehrere Dinge gemacht. Ich habe natürlich auch Wasser getrunken, das hoch aufbereitet war, ganz viele Sachen, die wir halt so in unserem normalen Leben einsetzen. Aber Fakt ist, das 3. Stimmbild war Dezember, denke ich. Nee, ne? ich glaube, das war dann Ende Oktober. Ach, ja, genau. Also wir haben intensiv mit dem Ton gearbeitet, wir haben auch den Fuß beschallt, er hat aktiv getönt, er hat 24 Stunden den Neos getragen mit seinem Ton und 4 Wochen nach dem zweiten Bild, nach dem chaotisierten Bild, rückt er schon wieder zurück. Also war er bei sich. Also und entgegen auch der Ärzte, die gesagt haben, er wird nie mehr den Fuß so anwinkeln können wegen der großen Haut. Wo man doch weiß, was das Unterbewusstsein steuert, dass man immer wieder mit diesen verheerenden Triggern arbeitet. Das ist unfassbar. Ja, das ist echt krass. Aber das war für mich wirklich nochmal ein tolles Schaubild, zu zeigen an so einem Akutfall, was die Stimme stimmt immer. Genau, und eigentlich das Schöne eben am 3. Stimmbild, also man sieht immer noch Auswirkungen, aber mein Basiston ist wieder da. Ich war wieder im Laufen und tatsächlich war ich 4 Wochen oder 5 Wochen nach dem Krankenhausaufenthalt auf der Bühne für den nächsten Vortrag gestanden, wo die Ärzte gesagt haben, vor Weihnachten machst du gar nichts mehr. Ne? Also nur um zu zeigen, was eben diese Harmonisierung... Da steckt aber auch eine Rebelle dahinter, oder? Ja, genau, ich kenne das Namen nämlich auch. Ja, aber so dir zeige ich es. Genau. Ja. G lässt sich nichts sagen. Okay. Dem beweise ich jetzt das Gegenteil. Ja, okay. Genau. Ich glaube, dann weiß ich auch, was bei mir für Ton kommt. Kommunikator, Das ist ein sehr spannendes Konzept auf jeden Fall. Also ich denke, dass viele Menschen, die das ausprobieren werden, und der erste Schritt ist im Prinzip kostenfrei, auch mit der App, ne? Also das noch vorweg, die werden ein unglaublich spannendes Erlebnis damit haben. Also ich kann das wirklich nur jedem empfehlen, das mal auszuprobieren. Ne? Toll. Also das hört sich super an. Ich bin total gespannt. Ich mache das jetzt auch. Das brauche ich auf jeden Fall. Aber am schönsten finde ich es für die Kinder, muss ich echt sagen. Also das hat mich jetzt auch nochmal richtig überzeugt. Und dass man sagt, hier, wo steckt eigentlich, man erspart sich so viel Zeit und wie oft hört man von seinen Kindern, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Ja, und auch für uns Mütter ist das total Katastrophe. Wirklich, also zu einfach zu sehen, so okay, das ist ihr Potenzial, lasse. Ja. Lass sie jetzt da einfach sich hin entwickeln. Also ich finde es mega. Vielen Dank für eure tolle Arbeit und schön, dass ihr wieder da wart. Vielen Dank. Bis bald. Bis bald. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, unglaublich, was man alles mit solchen Tönen an wertvollen Informationen über sich selber bekommen kann. Ich hoffe, Sie konnten auch vieles für sich mitnehmen. Viel Spaß beim Erforschen und gute Zeit. Bis bald. Tschüss.